Haben Sie einen Moment Zeit, um mit mir über Scheitel zu sprechen? Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Ich bin der Max und ihr werdet es merken, wenn ich hier sitze, dann gibt es heute kein klassisches Review. Nee, nicht wirklich. Ich möchte euch heute nämlich mal ein bisschen was über Scheitel erklären, ein bisschen jetzt nochmal wirklich genauer zeigen, wie denn ich bei mir den Scheitel ziehe. Grundsätzlich, was ist ein Scheitel? An sich ist ein Scheitel eine Linie, die zwei Teile quasi, also die euer Haupthaar in zwei Teile teilt. Klassischerweise haben wir den Seitenscheitel wie bei mir. Seite ist dann tatsächlich vollkommen egal. Oder wie es vor allem in den 90ern oder auch jetzt gerade wieder modern ist, natürlich der Mittelscheitel. Den werde ich euch nicht zeigen, denn das schaut fürchterlich bei mir aus, aber ihr findet hier ein Beispiel. So, Scheitel, was ist, habe ich euch erklärt. Was für eine Frisur braucht ihr denn für einen Scheitel? Tendenziell braucht ihr keine bestimmte Frisur für einen Scheitel. Ihr könnt mit langen Haaren, könnt ihr euch die Haare scheiteln. Ihr könnt euch auch mit kürzeren Haaren einen Scheitel ziehen. Ist kein Problem. Es kommt am Ende drauf an, was euch gefällt und ob eure Haare das Ganze so mitmachen. Denn wenn ihr jetzt anders als ich längere Haare habt, dann ist es wichtig, dass die Haare lang genug sind, dass ihr sie wirklich schön zur Seite legen könnt. Habt ihr kürzere Haare, dann ist es wichtig, dass sie so geschnitten sind, dass die Haare, ihr seht es bei mir, ihr könnt sie hier schön nach unten, leicht nach hinten ziehen und die restlichen Haare sind aber schön kurz und stehen nicht irgendwie ab. Das sind aber alles Sachen, da kommt ihr mit der Zeit rein und das ist auch ein Thema, das würde ich definitiv beim nächsten Friseurbesuch einfach mal ansprechen und einfach mal nachfragen, wie schaut's aus? Ich würde gerne mal was Neues probieren, ich würde mal gerne Richtung Scheitel gehen. Das so im Grunde mal ungefähr das. Es würde sich empfehlen, wenn man jetzt die Haare an den Seiten kürzer tragen möchte wie ich. Da empfiehlt sich ein Fassonschnitt besonders gut, denn der lässt sich hervorragend zum Scheitel stylen. Muss dann aber auch nicht sein. Ihr könnt theoretisch auch einfach eure normale Tolle nach hinten, respektive auch einfach mal ein Slickback. Da sind euch dann im Grunde keine Grenzen gesetzt. So, jetzt habe ich da super viel dazu erzählt. Jetzt komme ich mal dazu, wie ich denn bei mir den Scheitel ziehe, weil ich gemerkt habe, dass es bei mir so am einfachsten geht. Damit fange ich jetzt mal an. Ich kämme die Haare erstmal wieder alle nach hinten. Ich meine, ihr kennt das ja bestimmt schon aus vielen meiner Reviews. Ich ziehe jetzt erstmal alle Haare nach hinten. Jetzt kommt dann natürlich auch die Frage auf, solltet ihr das Ganze noch nie probiert haben oder bisher noch nicht so zufrieden gewesen sein mit eurem Scheitel. Sag mal, Max, wo ziehe ich denn eigentlich den Scheitel? Wo ist denn die Linie? Und da sagt man an sich, ist das die verlängerte Linie vom Mund zum Auge nach oben. Also wenn ich mir jetzt den Kamm hinhalte, wäre das bei mir genau hier oben im Eck. Ist super praktisch, denn da ist auch der höchste Punkt meiner Geheimratsecke. Das wäre nämlich der nächste Punkt. Sollte dieser Punkt, der wäre jetzt bei euch hier, aber eure Geheimratsecke endet hier oben, geht trotzdem aufs Eck der Geheimratsecke und nicht hierhin, denn das sieht im Nachhinein super seltsam aus. Es sieht einfach nicht gut aus. Punkt. Dabei bleibt es jetzt. Und das ist es. Solltet ihr eine relativ gerade Haarlinie haben, anders als ich, dann ist es natürlich auf jeden Fall diese gedachte Linie. Also, ich habe es euch gezeigt. Haare sind nach hinten. Ich ziehe sie jetzt auch nochmal mit der feinen Seite. Schön, schön nach hinten. Und dann ist das auch schon fertig. Wenn ihr Videos vom Flo gesehen habt, dann seht ihr, der macht das Ganze ein bisschen anders. Das liegt einfach auch daran, dass er deutlich einfachere Haare hat als ich. Die fallen ein bisschen anders. Der kann sich den Scheitel da leicht anders ziehen. Bei mir ist es so, ihr habt es auch gerade gesehen, ich habe mir die Haare wirklich bewusst schön nach hinten gezogen. Gar nicht hier zur Seite, sondern wirklich alle nach hinten. Denn ich weiß, ich habe hier meinen Anfangspunkt und ich habe hier hinten einen Wirbel. Und mit diesen beiden Punkten muss ich arbeiten, sonst
verzweifle ich nachher beim Styling, beziehungsweise wenn ich dann unterwegs bin, weil ich gefühlt alle 2 Minuten nur am Nachkämmen bin, weil ich einfach überhaupt nicht zufrieden bin. Das ist ein Ding, das ist bei mir so, bei meinen Haaren, und das ist was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, wenn ihr das mit dem Scheitel mal ausprobieren wollt. Nehmt euch die Zeit, probiert das Ganze aus. Nehmt dafür am besten, auch nochmal ein kleiner Tipp, eine ölbasierte Pomade in den Haaren oder eine UVB, eine unorthodox wasserbasierte Pomade, die sich jederzeit sehr, sehr gut nachkämmen lässt. Denn ansonsten verzweifelt ihr oder wascht euch einfach 5-mal nacheinander die Haare und dann habt ihr, meine ich zumindest, am Ende auch keinen Spaß mehr in der ganzen Sache. Genau, also ich mache es jetzt auch nochmal. Ich nehme mit der groben Seite, ziehe ich jetzt nochmal alles nach hinten. Ihr seht es. Damit hat sich automatisch schon eine Linie ergeben, von hier nach da hinten. Die teile ich jetzt so und dann habt ihr schon automatisch diese gerade Linie. Dann ziehe ich einfach jetzt mal die Haare hier schnell zur Seite. Einfach nur, dass sie mir nicht mehr im Weg sind. Jetzt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Haare an der Seite. Sind sie relativ kurz, könnt ihr sie einfach nur nach unten kämmen. Sobald sie etwas länger sind, kämmt sie auf gar keinen Fall nach unten, sondern nach hinten. Denn glaubt mir, es gibt nichts, was bescheuerter ausschaut als ein Scheitel, ein Seitenscheitel, wenn ihr die Haare hier nach unten zieht. Jeder wird euch schief anschauen. Vollkommen egal, wie die restlichen Haare aussehen, dieser Teil, Katastrophe, lasst es. Bitte tut mir den Gefallen. Und wenn ihr merkt, es funktioniert so noch nicht, dann müsst ihr sie entweder länger wachsen lassen oder sie kürzer schneiden. Aber nach unten kämmen geht gar nicht. Das ist, für mich ist das ein absolutes No-Go und da bin ich mir eigentlich zu 99% sicher, bin ich nicht der Einzige, für den das so ist. So, gut. Punkt. Weiter. Also, wie gesagt, hier die Haare ziehe ich mir jetzt dann schön nach unten, respektive leicht schräg nach hinten. Und wie gesagt, ich habe hier, nachdem ich die Seite ja schon zur Seite geräumt habe, hat sich der Scheitel schon schön ergeben. Da habt ihr jetzt natürlich die Möglichkeit, ihr nehmt euch nochmal eine weiche ölbasierte oder ein ähnliches Produkt und zieht nochmal ganz, ganz extrem einfach alles nach. Dann seht ihr auch, sollte sich da vielleicht noch ein Härchen verirrt haben oder so, könnt ihr das Ganze nochmal richtig, richtig schön akkurat nachjustieren. Mache ich jetzt oft nicht so oft, muss ich sagen, aber ab und zu, wenn ich dann tatsächlich wirklich möchte, dass exakt jedes Haar da sitzt, wo es sitzen soll, dann mache ich das schon. Ich habe mir jetzt auch bei meinen Haaren ganz bewusst die Haare sehr weit nach drüben gekämmt und nicht nach hinten, weil das nämlich mehr meiner Wuchsrichtung entspricht. Und wenn ich jetzt mir die Haare nach hinten ziehen würde, also wirklich komplett, ich kann es ja mal zeigen, in diese Richtung, würde ich meinen Wirbel nicht unter Kontrolle bekommen, denn dann müsste ich quasi einmal hier so um die Kurve nach hinten und das funktioniert nicht, habe ich ausprobiert, funktioniert da gar nicht und ich würde mir auch die restlichen Haare nicht so gut aufstellen können. Deshalb ist es bei mir so, ziehe ich mir die Haare tatsächlich eher rüber, dicht nach unten, genau. Und somit ergibt sich bei mir auch jetzt schon eine leichte Tolle. Die könnte man jetzt auf verschiedenste Wege, Weisen, wie auch immer, behandeln. Ich könnte es so lassen. Ich sage, das ist, wir nennen es auf Business-Schick, sage ich mal so ganz leicht angedeutet und alles ist gut. Man könnte jetzt natürlich aber auch noch ganz bewusst in die Höhe gehen und das mag ich an sich auch ganz gerne. Dafür nehme ich jetzt einen Griffkamm. Es ist keinerlei Unterschied von der Zahnung bei den beiden, aber aus irgendeinem Grund fällt mir es mit dem Griffkamm hier dann jetzt leichter. Dafür schiebe ich jetzt hier die Haare einfach ein bisschen nach vorne und ziehe dann nochmal an. So, und fertig fürs Erste. Das ist natürlich alles erst einmal nur grobes Styling. Und da muss ich auch sagen, bin ich sehr, sehr pedantisch. Manche würden sagen, zu pedantisch, aber ich bin da sehr, sehr penibel und arbeite dann zum Teil noch wirklich minutenlang einfach wirklich alles nach. Das passt jetzt aber nicht in dieses Video rein. Deshalb mache ich das jetzt mal ganz kurz nicht. Ich lasse es so. Und ihr seht das, jetzt steht mir hier das eine Haar ab. Okay, ärgerlich, war nicht am richtigen Fleck. Muss ich dann runterziehen. Gut, die nächste Strähne. Aber das passiert, das kommt vor. Das ist so. Der eine wichtige Punkt, der jetzt noch ist,
gerade wenn ihr scheitelt, holt euch noch einen zweiten Spiegel, holt euch einen kleinen Handspiegel oder einen etwas größeren, um überprüfen zu können, wie sieht das Ganze am Hinterkopf aus. Ich hoffe, man erkennt das jetzt in irgendeiner Art, denn kann eure Tolle noch so toll ausschauen, der Scheitel kann noch so toll gezogen sein. Wenn ihr hier hinten Chaos habt, macht das die ganze Frisur wieder kaputt. Ich weiß, der Hinterkopf ist eine Stelle, an die denken, sage ich mal, eher die wenigsten, weil man sieht ihn ja selber nicht. Außer jetzt so eben siehst du ja deinen Hinterkopf normalerweise nie. Deshalb ist es ein Ding, schaut, dass ihr da auch immer Ordnung reinbringt. Denn das kann einfach die ganze Frisur im Nachhinein versauen, sage ich jetzt mal. Das ist auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber es ist halt, für mich persönlich rentiert sich's dann immer wieder. Es rentiert sich jedes Mal. Und wenn es sogar mal 5 Minuten länger sind in der Früh, das ist mir wurscht. Ich nehme mir dafür die Zeit. Das ist mir persönlich da besonders wichtig. Ihr könnt das Ganze natürlich auch deutlich lockerer gestalten. Beim Flo zum Beispiel funktioniert es mit seinen Haaren wunderbar, dass der viel lockerer scheiteln kann als ich. Da ist es dann natürlich was anderes. Aber wenn ihr jetzt gerade mit ölbasierten Produkten arbeitet, mit ein bisschen Glanz, wo das Ganze ja, ich sage jetzt mal, eleganter, schicker wirken soll, ist es ganz wichtig, holt euch noch einen Spiegel. Denn ihr schaut euch diese Seite an. Ist das gut? Muss ich da noch nacharbeiten? Ihr schaut euch die andere Seite nämlich auch noch mal an. Also es geht hier da dann auch wirklich um die Details, dass ihr da wirklich dabei seid und dass ihr eine absolut einwandfreie, schicke Frisur habt. Denn da dankt es nicht nur euer Umfeld euch, sondern auch ihr selbst und das werdet ihr irgendwann merken, glaubt mir einfach. Thema, das ich eigentlich nicht erwähnen wollte, auf das mich der Andi jetzt aber gerade korrekterweise nochmal angesprochen hat, rein rasierte Scheitel. Macht es nicht. Tut es nicht. Einfach ein bisschen Übung und ihr könnt euch den perfekten Scheitel ziehen, wo jeder fragen wird, ob er rein rasiert ist und ihr könnt natürlich sagen, nein, habe ich nicht nötig, brauche ich nicht. Nein, es ist ganz simpel. Es mag am Anfang deutlich einfacher erscheinen und auch das Styling mag tatsächlich wirklich einfacher sein. Aber sobald ihr keine Lust mehr habt auf diesen Scheitel, ist das Nachwachsen bzw. das Rauswachsen lassen des Scheitels eine der mir fällt nicht mal das richtige Wort dafür ein. Umständlich, aufwendig und es schaut fürchterlich aus, wenn euch diese Landebahn mit kleinen Stoppeln wieder nachwächst. Deshalb macht es nicht, übt ein bisschen. Genau, jetzt habe ich aber dann genug gesagt und verbleibe jetzt erst einmal damit. Sollte euch das Video gefallen haben, würden wir uns sehr über ein Abo freuen. Vergesst nicht die Glocke zu drücken, denn dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr. Hier haben wir mal versucht, das Thema Kundenservice ein bisschen lockerer für euch zu gestalten, gerade wenn es darum geht, was mit eurem Packel gerade los ist, wenn es verschickt wurde. Hier findet ihr jetzt noch ein weiteres Video von uns, solltet ihr immer noch nicht genug von uns haben.